5G. Und jetzt kommen wir zu unserem nächsten und heute abrundenden Panel. Mit Mothergrid ist der Moderator des Panels, den ich jetzt gleich auf die Bühne holen darf, mittendrin in der spannenden Welt der Veranstaltungstechnik. Also er ist das ganze Jahr über auf unterschiedlichen Kanälen in den Gesprächen mit interessanten Persönlichkeiten und er führt uns jetzt auf dieser Mainstage durch ein Panel mit, ich sag mal, einem vordergründigen Ziel, einen offenen Blick auf die Arbeitsrealität der Branche hier zu liefern. Und da geht es auch um die Frage, wo liegt die Grenze zwischen Hingabe auf der einen Seite und im negativen Sinne der Selbstausbeutung. Das wird er mit seinen Panel-Teilnehmenden hier jetzt diskutieren. Die lernt er gleich noch näher kennen. Bitte begrüßt den Mothergrid-Chefredakteur Markus Wilmsmann und unsere Panelistin. Genau. Guten Tag, Sebastian. Guten Tag, Markus. Vielen Dank für die Bühne. Gerne. Schön, euch zu sehen. Ja, herzlich willkommen. Danke, dass ihr alle erschienen seid hier. Ihr könnt euch auch gerne noch ein bisschen weiter fortsetzen, damit wir hier nicht so einen Chemnitzer Halbkreis haben, wie man das bei den Hardcore-Shows früher nannte, wie ich gerade gelernt habe. Und ja, unser Thema heute ist Stress und mentale Gesundheit in der Veranstaltungsbranche. Und das ist ein Thema mit vielen Facetten, wo wir heute sicherlich nicht alle behandeln und einige nur halb ankratzen können. Aber es gibt am Ende noch eine Fragerunde für alle, die Informationen vermissen, irgendwas dazu beitragen möchten, Kommentare. Fühlt euch herzlich eingeladen, nachher nach dem Mikrofon zu verlangen in der Publikumsrunde. Ich stelle jetzt erstmal meine Gäste vor. Ich habe hier zu meiner Linken den Max Geisenheiner, den ich eingeladen habe. Der hat einen Artikel geschrieben, in dem er sehr persönlich und mutig mit seinen Erfahrungen mit Burnout und Depressionen im Zusammenhang mit Touring und Events umgeht. Zu meiner Rechten Susanne Otter, die sich wissenschaftlich mit dem Thema beschäftigt hat im Rahmen einer Arbeit für die Universität und die selber auch bei Habecker in der Schweiz beschäftigt ist, sich also auch mit dem Alltag eines Events auskennt. Und ganz rechts Toto Bröcking, langjährige Erfahrung als Lichtdesigner, Lighting Director, bringst du mit und hast da auch deine Meinung zum Thema Stress in der Veranstaltungsbranche oder im Touring. Ja? So, und dann geht es jetzt auch schon los. Das grundsätzliche Thema ist Präzision, Passion, permanenter Zeitdruck. Es ist irgendwie schon allen klar, dass Live-Produktionen, Events jetzt nicht zu den unstressigsten Jobs gehören. Und die spannende Sache ist dann halt aber einfach zu sagen, wo setzt man denn die Grenze? Also wo sind naturgemäß irgendwelche Faktoren, die man nicht abstellen kann. Künstler zum Beispiel, Künstlerinnen, ja, die einfach da sind. Aber wo kann man denn auch an vermeintlichen Ritualen, die seit Jahrzehnten bestehen, wo man sagt, das haben wir schon immer so gemacht und das wird nicht geändert, wo kann man denn vielleicht doch was ändern? Ja? Und zum Einstieg würde ich mal Susanne bitten, dass du uns mal ein bisschen alle abholst, auf eine Ebene bringst, Stress in der Veranstaltungsbranche. In deiner Studie, was hast du denn da für Informationen zusammengetragen? Was ist denn da, was müssen wir denn jetzt alle wissen, um dieser Diskussion auch folgen zu können? Ja, also als allererstes, ich habe die Studie gemacht, weil ich selber das Gefühl hatte, es ist eine sehr stressige Branche und ich habe einfach nirgendwo irgendwelche wissenschaftlichen Belege dazu gefunden. Also es ist einfach sehr, sehr schlecht erforscht und deswegen habe ich das selber erforscht. Dazu habe ich erstmal kurz zusammengetragen, was ist überhaupt Stress. Also um zu verstehen, warum wir so viel Stress haben, müssen wir erstmal verstehen, was Stress überhaupt ist. Stress setzt sich aus zwei Faktoren zusammen, nämlich aus einem sogenannten Stressor, also irgendeinem Umstand und aus unserer eigenen Reaktion auf den Stressor. Und dabei sieht man halt schon, dass Stress was total Subjektives ist, weil wir als derjenige, der auf den Stressor reagiert, halt auch ein Teil des Stresses sind. Also nicht jeder Stressor kann bei jedem das Gleiche auslösen. Dann habe ich geguckt, was haben wir denn in der Branche für Stressoren? Dann habe ich einmal ein bisschen geforscht, was gibt es denn für klassische Stressoren, habe die zusammengetragen und habe geguckt, was gibt es denn davon in unserer Branche und habe das ich habe eine Umfrage gemacht im Dachraum und habe halt die Stressoren abgefragt. Und dabei ist rausgekommen, dass fast alle Stressoren bei uns überdurchschnittlich stark vorhanden sind. Der stärkste Stressor ist Zeitdruck.
Das kommt auch in deinem Artikel sehr gut raus, finde ich. Dieses ständige unter Druck stehen, die Türen gehen auf, Sachen gehen noch auf letzte Minute schief, müssen noch schnell geändert werden oder jemand entscheidet sich um. Man hat immer Zeitdruck. Über 80% der Befragten haben angegeben, dass sie mindestens regelmäßig Zeitdruck haben. Und dann gab es halt noch andere Stressoren, wie zum Beispiel über 70% der Leute haben gesagt, sie haben eine unangemessene Menge an Überstunden und nicht genug Zeit für ihre Hobbys oder für ihre Freunde und Familie. Also das waren so die, sag ich mal, die Top-Findings an Stressoren, die ich hatte in der Studie. Auch andere Stressoren waren noch da, wie zum Beispiel Back-to-Back-Jobs, nicht genug Zeit zu schlafen, nicht genug Zeit zu essen, schlechter Schlaf, alles Mögliche. Als nächstes habe ich in der Studie die Stresslevel gemessen. An der Skala, die ist relativ gut erforscht, von einem Stressforscher, der Cohen heißt. Und auf dieser Skala, also es gibt einen Durchschnitt für die deutsche Bevölkerung von dieser Skala, der liegt bei 12. Und wir in unserer Branche haben ein Stresslevel von 17. Das sagt jetzt erstmal nicht viel aus, deswegen habe ich weitergeguckt nach Jobs, die vermeintlich besonders stressig sind. Zum Beispiel Fluglotsen werden häufig genannt, ist angeblich der viertstressigste Job der Welt. Fluglotsen haben ein Stresslevel von 14. Nochmal zur Erinnerung, wir haben 17. Und dann habe ich noch eine zweite Studie gefunden, da ging es um Mediziner, medizinisches Hochrisikopersonal in einer Pandemie in Israel, die hatten auch ein Stresslevel von 17. Also wir sind mit unseren 17 schon am äußeren Ende von dieser Stressskala von Cohen. Also wir haben sehr hohen Stress. Jetzt heißt ja Stress nicht unbedingt, dass wir davon krank werden oder dass das schlimm ist. Es gibt auch guten Stress. Also wenn wir quasi stimuliert werden von den Stressoren, dann macht uns das leistungsfähiger. Das ist der sogenannte Eustress. Und der Distress, das ist der Stress, den wir haben, wenn wir ganz viel Cortisol ausschütten, der macht uns tatsächlich krank. Das ist auch super gut erforscht. Deswegen war jetzt natürlich meine Frage, okay, wir haben jetzt super viel Stress, heißt das dann auch, dass wir super krank sind? Oder sind wir vielleicht einfach resilienter als andere? Und dazu habe ich alle Krankheiten, die so in der Forschung als stressbedingte Krankheiten gelten, das sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also Herzinfarkt, Schlaganfall, hoher Blutdruck und psychische Erkrankungen wie Depressionen, Angststörungen, posttraumatische Belastungsstörungen und Burnout abgefragt in der Studie, und zwar nur die Diagnosen. Also nicht, ich habe mal einen schlechten Tag, ich glaube, ich habe eine Depression, sondern diagnostizierte Depressionen. Und dabei kam raus, und das ist jetzt erschreckend, 23% aller Befragten in allen Altersstufen hatten eine diagnostizierte Depression. Das ist fast jeder Vierte. Der Durchschnitt in der Bevölkerung im Dachraum liegt bei zwischen 8 oder 9%, je nachdem, in welchem Land man guckt. Burnout, 20% gaben an, einen diagnostizierten Burnout zu haben, versus 18%, ist nicht so eine hohe Diskrepanz. Krass ist nochmal die Angststörung, 16% haben eine Angststörung angegeben, im Vergleich zu 5%. Und posttraumatische Belastungsstörung 7% versus 3%, also doppelt so viel. Ja, und das war eigentlich auch schon die Quintessenz der Studie. Also eine Lösung habe ich in der Studie nicht gefunden, aber ich habe festgestellt, dass wir auf jeden Fall ein Problem haben. Das kann man so festhalten. Hat dich das überrascht, diese Ergebnisse, oder hast du mit sowas auch gerechnet? Also es ist ja so gewesen, dass ich es erforscht habe, weil ich ja schon das Gefühl hatte, dass es dieses Problem gibt. Aber dass es so krass ist, das hat mich dann doch überrascht. Ja. Max, wenn du zu Beginn deiner Karriere, deiner Ausbildung diese Studie gekannt hättest, hättest du dann vielleicht dir gedacht, oh Moment, schlimmer als Fluglotsen, vielleicht überlege ich es mir nochmal. Oh, das kann ich gar nicht so richtig beantworten. Ich glaube nicht, weil ja trotzdem dann im Vordergrund vor allem für mich dieses Leidenschaftsthema war, worüber ich auch geschrieben habe, was ja so ein bisschen der Motor war, zu sagen, okay, ja, ich will das unbedingt so, komme was wolle, koste das, was das wolle, weil ich will Teil dieser Live-Branche sein. Ich will Teil dieses großen Abenteuers sein und einer von den coolen Kids sein. Was am Ende gar nicht, also der Gedanke kam mir gar nicht überhaupt, was das für Folgen haben könnte, weil es ist klar, dass es stressig ist. So, ne? Ich habe in meiner Familie jemanden, der hat schon länger den Job gehabt und war Teil der Branche schon länger, und bei dem habe ich das gesehen, wie viel der arbeitet und was das für eine riesen Workload ist in seinem Leben. Es hat mich halt nicht abgehalten. So. Ne? Fandest du das vielleicht auch eher so ein bisschen gut, dass jemand praktisch so hart und viel arbeitet? Und das ist ja auch was man
bewundern kann, sag ich mal, oder wo man sich denkt, boah, der kann richtig zupacken mäßig, ja? Absolut. Also das war auf jeden Fall Teil, dass ich das ein Stück weit bewundert habe. Von wegen, boah, krass, der arbeitet 12 Stunden plus und hält es voll aus. Und das ist ja total bewundernswert, dass er das durchhält. Und wie macht er das nur und so weiter. Einfach, weil ich damals die Reflexion gar nicht hatte dazu, ne? Was das vielleicht hintenrum macht. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz nachzeichnen, wie sich das dann bei dir entwickelt hat? Du bist also in die Branche eingestiegen als Tontechniker, mit Bands unterwegs, arbeitest für Bands an festen Häusern, in kleineren bis mittleren Produktionen. Und irgendwann hast du dann gemerkt, Moment, da stimmt was nicht. Das, was stimmt, habe ich deutlich eher schon während der Ausbildung gemerkt an mir selber. Weil ich während der Ausbildung, da kamen ein paar Faktoren zusammen und das ist eigentlich auch der Kernpunkt. Mir geht es gar nicht immer nur um den Job an sich, dass der stressig ist klar. Brenzlig wird es, glaube ich, wenn im Außen noch zu viel dazukommt. So, und man dem dann nicht mehr Herr wird. Und das war bei mir das Problem. Ich hatte privat diverse Sachen, die nicht so ganz glatt liefen, habe aber gewusst, hey, in meinem Job, da bin ich ja wer. Da bin ich ja gut. Da werde ich anerkannt. Und natürlich mache ich das umso mehr, damit ich noch mehr Anerkennung bekomme, weil ich die außerhalb nicht so sehr bekomme, ne, in der Beziehung, in der Familie, wenn es da schief läuft. Und das hat am Ende dazu geführt, dass ich alles andere außer meinen Job total vernachlässigt habe und mich voll in die Arbeit reingestürzt habe und nur noch gearbeitet habe. Ich habe mir Tage frei genommen, damit ich woanders arbeiten kann. Ich habe an meinen Urlaubstagen meine ersten Touren gefahren. Das hat nicht unbedingt dazu beigetragen, dass es besser wurde in meinem Privatleben. Im Gegenteil. Und dann schleift sich das ganz schnell so ein. Und es wird dann eine ganz krasse Spirale, aus der man nicht wirklich rauskommt aus eigener Kraft. Was ja im Prinzip so ein bisschen dein Credo ist, Toto. Also das ist Herauskommen aus eigener Kraft. Du hast im Prinzip den Standpunkt, man muss schon gemacht sein für diese Branche. Also nicht, man muss generell für den Job, den man ausübt, gemacht sein. Und wie wir jetzt gehört haben, ist es halt ein sehr stressiger Job, also muss man auch im Prinzip ein bisschen stressresistenter sein als andere. Ich gehöre ja zum Team Klassenfahrt, was Tour angeht. Also mich stresst das überhaupt nicht, ich habe eher Spaß dabei. Ich glaube aber, wenn du guckst, wie Stress entsteht, dann ist es in meinem Fall, wenn ich bei irgendwas unsicher bin, wenn ich nicht weiß, wie ich mit Situationen umgehen soll, wenn du eine Sicherheit hast in dem, was du tust, ist dein Stresslevel relativ gering. Und ein gewisser Grad von, wir machen es so gut wie es geht und wenn es in die Hose geht, dann geht es in die Hose. Also ich komme aus dem Fernsehbusiness, wenn du darüber nachdenkst, dass dir samstags abends in einer 2050 Live-Show 4 Millionen Leute beim Arbeiten zugucken, dann kann dir eigentlich nur der Kackstift ums Gehen, aber du musst sagen, mach's genau wie in der Probe, da guckt keiner zu. Dann ist dein Stresslevel relativ gering. Aber ich glaube, dafür musst du eine gewisse Coolness, weiß ich nicht, ob es das richtige Wort ist, aber du musst mit diesen Situationen umgehen können, ohne dich an sie ranlassen zu können. Und worauf führst du das bei dir zurück, so in Selbstwahrnehmung, dass dir das so gut gelingt? Ist es einfach, sind es die gute Gene oder gute Erziehung? Du hast ja nicht mit 3 Millionen Zuschauern angefangen. Also bei mir war ein Weg von Clubshows über Mobildiskothek bis die ersten, und dann machst du die ersten Live-Sendungen und die waren der Horror. Und irgendwann gehst du mit der Situation um und irgendwann passieren auch Fehler und du merkst, dass dir keiner den Kopf abhaut. Und das Leben geht weiter danach und keiner macht Fehler absichtlich. Also das ist so der Tenor in diesem Fernsehbereich bei vielen. Und Stress macht man sich, sagte mal irgendjemand dazu. Also den musst du auch selber nicht ranlassen. Und wenn du da einigermaßen Resistenz bist, dann macht Spaß. Ja. Würdest du da mitgehen, Max? Dass man sagt, der Stress, über den du auch geschrieben hast, der ist im Prinzip auf deinem eigenen Mist gewachsen? Naja, also damals war es ja, wie gesagt, so teils. Ne? Also zum einen war es bei mir halt irgendwie familiär und dann kam der Job dazu und ich habe mich reingesteigert. Von daher habe ich mir den schon selber gemacht, ja. Das große Problem meiner ganzen Geschichte ist, ich habe es gar nicht als das erkannt, was es war. So. Und deswegen habe ich gar nicht diesen Punkt gehabt zu sagen, ja, okay, das wird mir jetzt zu viel, vielleicht muss ich einen Schritt zurückgehen. Sondern habe mir diesen Stress durchaus weitergemacht, ohne zu wissen, dass es im Endeffekt Stress ist. Wie hoch würdest du einen Anteil zwischen privaten Problemen und Job, so vom Level her? Am Anfang war es deutlich mehr privates Leben, so, auf jeden Fall. Und dann hat sich das ja, wie gesagt, so eingeschliffen. Ne? Und dann
war das 50-50 bis vielleicht sogar arbeitsmäßig dann so gegen Ende wahrscheinlich der größere Teil. So prozentual kann ich dir schlecht sagen, aber weiß nicht, 70-30 dann am Ende war es Arbeit zu Privatleben, weil ich ja mein Privatleben völlig außer Acht gelassen habe, weißt du? Das heißt, es war gar nicht mehr, hatte gar keinen Stellenwert und der Stress basierte primär von der Arbeit. Okay, ja. Kannst du also ich weiß, viele haben so ein Loch nach Natur und wissen überhaupt nichts mit dir anzufangen. Ich kann wunderbar allein 2 Tage auf dem Sofa liegen und das als Beschäftigung anerkennen. Aber ich glaube, weil ich mit mir selber relativ im Reinen bin. Und nicht meine, da muss jetzt irgendjemand kommen und mich betütteln, bespaßen oder sonst irgendwie. Hast du da ein Problem mit oder fällst du völlig in das Loch? Nach Natur alleine zu sein? Ja. Nö, am Anfang finde ich das ganz geil. Ja. Meistens, also da bin ich bei dir, so klar. Auf der anderen Seite kennt, glaube ich, jeder, der tourt oder irgendwie viel mit Produktion zu tun hat, so ein bisschen dieses Post-Tour-Down, so, ne? Diese Nach-Tour-Depression oder wie auch immer man das nennt. Ne? Das hat, glaube ich, 100 Namen. Und das kickt halt irgendwann und dann wird es, glaube ich, ganz unangenehm, wenn man keine Strategie hat, da irgendwie rauszukommen. Sei das ein Hobby, sei das eine Familie, die einem eine Aufgabe gibt, einfach. Weil man hat, keine Ahnung, Beispiel 3 Wochen Tour, so, du fährst in deinem Bus durch die Kante, du kriegst jeden Tag Catering, dir wird so gesehen der Arsch abgewischt. Ja, so, und dann bist du zu Hause und wenn das so ist wie bei mir, dann wohnst du alleine und hast keine Familie und niemand zu Hause, so, und dann kann das sehr, sehr schwer fallen, da rauszukommen und zu sagen, okay, nee, ich muss jetzt mal raus, weil draußen scheint die Sonne, die habe ich seit 3 Wochen nicht gesehen, weil ich einfach nur in Clubs rumrannte. Oder keine Ahnung, ich muss mal wieder zum Sport. Oder ich muss fucking Lebensmittel einkaufen, weil einfach mein Kühlschrank leer ist. Es gibt Momente, da fällt das unfassbar schwer, das zu machen überhaupt. Wenn da vielleicht auch einfach schon eine gewisse Vorerkrankung besteht. Also was ich ganz bemerkenswert finde, ist, wie Menschen auf dieses Thema reagieren. Dass im Prinzip so ein bisschen ich das Gefühl habe, dass das nicht angesprochen werden sollte, sozusagen. Täusche ich mich da? Weil Menschen auch sehr emotional darauf reagieren auf das Thema. Die sagen nicht, ja, das ist mir egal, braucht man nicht drüber reden, sondern im Prinzip geht es so, schon so ein bisschen in die Richtung, ja, nee, da haben wir noch nie drüber gesprochen. Wir hatten das im Vorgespräch, Toto, dass du gesagt hast, nee, in all deinen Jahrzehnten auf Tour, im Tourbus, da wurde nie mal gesagt, hey, hier, mir geht's nicht gut. Also nie wirklich so ganz. Also ich habe so 2, 3 Leute fallen mir ein, wo das zutrifft, auch in meiner Generation. Ich könnte nicht sagen, ob die Älteren irgendwann gesagt haben, ich steige aus der Branche, ich mache es nicht mehr, es tut mir nicht gut, und du nur noch Leute im Bus hast, die sagen, passt für mich, oder ob es totgeschwiegen wird. Keine Ahnung. Ja, das sind dann natürlich auch die Frage dann der Generationenverteilung auch. Also eine spannende Feststellung, die ich gemacht habe, ist, als ich diesen Artikel, den der Max geschrieben hat, wo er das thematisiert hat, dass auf Instagram so die Leute in deinem Alter, so um die 30 rum, da gab es ganz viel Zuspruch und ja, und endlich sagt's mal einer. Auf Facebook hingegen, da war das eher so, wie ich jetzt gesagt habe, ja, nee, das kann man nicht thematisieren. Da gab es auch eine Zeit vorher noch einen Artikel, wo es auch darum ging, so Verhältnis Künstler zu Technikern, wo auch so der Tenor war, ja, nee, es geht ums Geld, und das war schon immer so. Ich glaube, dieses Märchen, wir sind mit den Künstlern die dicksten Freunde, weil wir mit denen 3 Wochen im Bus abends ein Bier trinken und sich dazu anfühlt, nee, wir sind fucking Dienstleister für die. Ja, also das würde jetzt zu weit führen, aber tatsächlich habe ich mir gedacht, ja, aber man kann es ja mal ansprechen. Also aber dass diese Sachen ansprechen dann so starke Reaktion hervorruft, hat mir dann schon gezeigt, okay, vielleicht ist da ja mehr unter der Oberfläche, als die Menschen wahrhaben wollen. So. Ist es ein Generationsproblem gerade? Also ich habe so das Gefühl, dass die jüngeren Generationen ein anderes Verhältnis zu Work-Life-Balance oder ich fange anders an. Für mich, ich habe irgendwann mein Hobby zum Beruf gemacht. Deshalb stresst mich das von mir. Ich habe nicht dieses Thema, ich gehe morgens in ein Büro, ich mache einen Job, das alles, hab ich Lust drauf.
Wenn du mit jungen Leuten sprichst, ist ganz viel außerhalb des Jobs wichtig, der mit dem Job irgendwie finanziert wird und vereinnehmbar sein muss. Ich glaube, da ist bei den Älteren einfach ein anderes Verhältnis. Also ich denke aber, bei Max ist ja gerade nicht das Problem mit Work-Life-Balance. Ich glaube, bei dir war ja da eher der Punkt, dass du zu viel Leidenschaft reingesteckt hast und da dann irgendwie zu wenig zurückkam, oder? Naja, es ist so ein bisschen auch die Frage, um auf das, was Toto gesagt hat, zurückzukommen, ist so ein bisschen die Frage, lebe ich, um zu arbeiten oder arbeite ich, um zu leben? So, ne? Also habe ich einen Job, um das Leben, was ich leben möchte, wie es führen will, mit allen Farben und Formen und Hobbys und schönen Sachen, wie ich es leben möchte, finanzieren zu können? Oder lebe ich einfach nur für meinen Job, um jeden Tag in mein Büro zu rennen oder auf eine Produktion oder was weiß ich? Und ich glaube, das ist der Kerngedanke. Warum muss ich das denn trennen? Wie meinst Warum du? kann das nicht ineinander übergehen? Naja, das ist, glaube ich, dann am Ende dieses Arbeiten, um das Leben zu finanzieren. Das ist das Endresultat, wenn man das mal weiterdenkt. Und ich glaube, das ist der Prozess, der gerade in, ich nenne es jetzt mal jüngeren Generationen passiert, mich eingeschlossen. Das ist eben nicht mehr dieses, okay, ich gehe, um zu buckeln und irgendwie, um irgendwelchen Zahlen auf mein Konto hin und her zu schieben, gehe ich auf Arbeit, sondern es ist eher, weil das ist das, was ich von meinen Eltern vorgelebt bekommen habe, am Ende, mehr oder weniger. Ne? Oder von der älteren Generation vorgelebt wurde. Und das shiftet oder soll jetzt so ein bisschen shiften in, es ist halt am Ende, ist der Job ein Job. So. Und der soll mein Leben finanzieren. Dass wir das alle mit großer Leidenschaft machen und dass wir wahrscheinlich zu einem Großteil alle unser Hobby zum Beruf gemacht haben, das ist bei mir nicht anders. Das ist ein netter Side-Effekt. Aber ich finde es schwierig, das total überzubewerten. Würde ich ein Riesen-Veto drin machen. Ja, Okay. gerne. Ja, Also ich habe so ein Hobby, mit dem ich ganz gutes Geld verdiene. Aber ich sehe es nie als Job. Also es gibt Okay. sicher Scheißproduktionen, wo du sitzt, warum mache ich den Mist Ja, gerade? voll. Aber das die Minderheit. ja. Also ich könnte mich auch nicht also ich persönlich kann mich über Geld nicht motivieren auf Dauer. Das klappt Ja. 2-3 Tage und danach sage ich, nee. Also ich brauche irgendeine Beschäftigung, wo ich Spaß dran habe und aufgehe, und wenn die gut bezahlt wird, ist das schön. Aber nicht andersrum. Also ich würde, keine Ahnung, stell mich in ein Lager und ich gehe kaputt. Auch wenn es noch so gut Versteh ich. bezahlt würde. Verstehe ich. Ja, ich versuche das gerade quasi so ein bisschen miteinander zu kombinieren, beide Welten. Ne? Es gibt halt Produktionen, klar, die mache ich jetzt nicht so gern wie andere, so, aber die sind dann halt einfach besser bezahlt und die bezahlen am Ende meine Miete. Und die sorgen dafür, dass ich das, warum ich eigentlich diesen Job mache, warum ich eigentlich für diesen Job brenne, im Zweifel eben mir auch leisten kann zu machen. Produktionen, die weniger Geld abwerfen mit kleineren Bands, die ich aber ganz doll gerne habe und wo ich die Musik total geil finde. So, das sind Herzensprojekte und das passiert mit ganz viel Herzblut und da stecke ich teilweise mehr Energie als in die großen Produktionen rein. Aber das, worauf es am Ende ankommt, dass ich ja doch irgendwie leben muss, dass der Part halt, weiß nicht, maximal 70% so viel Spaß macht. Aber ist das nicht ein bisschen luxuriös, dann zu sagen, ja, ich mache jetzt aber die Herzblutjobs, die mich vielleicht so gerade übers Existenzminimum hieven, aber ich mache nicht Jobs, die dann auch mal ein bisschen mehr Geld bringen, auch wenn sie vielleicht mehr, also auch ohne Leidenschaft funktionieren. Das ist ein absolutes Luxusthema, definitiv. Also das ist ein Riesenluxus, den man sich da leistet. Deswegen sage ich ja, dass man sich diese Jobs halt leisten können muss. So, weil die nicht die Miete bezahlen, weil die nicht, was weiß ich, bezahlen. Also außer du machst sie in einer Anzahl, die dann halt auch wieder ungesund wird. Ne? Weil du dann im Endeffekt die Arbeitszeit nutzt, noch mehr Arbeitszeit für weniger Geld. Ja, aber genau das meine ich. Also gerade praktisch 4 Jobs voller Herzblut und Achso, ja, sorry. große Gespräche nachts dann im Bus und so. Oder halt einen, der gut bezahlt ist und wo man aber praktisch dann nicht so ausbrennt. Weil das eine, na klar, Herzblut und das ist super und das ist toll, aber laugt einen halt dann doch auch am Ende aus. We sold our soul to Rock'n'Roll, ja? Black Sabbath oder wer es war. Na? Also ist es dann nicht auch so ein bisschen mit Ansage, sich diesem Risiko aussetzen, sich zu überfordern? Das auf jeden Fall, ja. Also das ist auf jeden Fall ein Risiko, dem man sich aussetzt. Im besten Fall macht man das relativ bewusst und hat halt den Luxus, sich das, wie gesagt, leisten zu können, weil andere Produktionen das abdecken können, im Zweifelsfall. Ne? Dass ich dann Termine blocke, wo ich andere Produktionen machen könnte, ist klar. So. Aber, weiß nicht, ich mache
Ich versuch da so ein 50-50-Ding draus zu machen. Bisher funktioniert es ganz gut. Ob das ein Modell wird, was Zukunft hat, weiß ich nicht. Das wird die Zukunft erst zeigen können. So. Aber kann man dann der Branche einen Vorwurf machen, dass einen der Rest stresst? Wenn man sich diesen Luxus bewusst gönnt? Das ist ja nur ein Modell, was ich probiere, um dem so ein bisschen vielleicht entfliehen zu können. So, und vielleicht meinen Weg da zu finden. Und ich glaube, gerade Leute, die solo selbstständig sind, was meines Wissens nach ein sehr, sehr großer Teil, wenn nicht der größte Teil unserer Branche ist, ich glaube, da muss jeder so ein bisschen seinen Weg finden und gucken, wie es für einen selbst cool ist. Und wenn da jemand anders reinredet, dann ist es schön, dass die Person auch eine Meinung hat, so, aber dann ist es eben vielleicht nicht der Weg der Person. So. Und ich versuche meinen Weg gerade so hinzubiegen. Du hast einen anderen Weg, KollegInnen haben einen anderen Weg und das ist alles cool, solange wir alle cool miteinander sind. Und der Punkt, auf den ich dann am Ende hinaus will, ist, uns so ein bisschen Awareness füreinander haben. Bitte? Entschuldigung? So ein bisschen Awareness füreinander auch haben. Die Awareness, ja. Da können wir gleich noch drauf eingehen. Susanne, gibt es denn wissenschaftlich irgendwelche Zahlen in deiner Arbeit, die so ein bisschen Aufschluss darüber geben, wie denn die unterschiedlichen Altersgenerationen reagieren, umgehen mit dem Stress, was es für Auswirkungen auf die hat? Ja, also ich habe natürlich nach unserem Vorgespräch da nochmal in die Daten reingeguckt, um zu gucken, weil ich es auch interessant finde, ob es da Unterschiede gibt in den Generationen. Und also ich habe mir jetzt die Diagnosen nochmal nach den Altersgruppen angeguckt, habe ich mir hier schön aufgeschrieben. Und also es gibt einen Unterschied zwischen den Zahlen zu den physischen Erkrankungen und den psychischen Erkrankungen. Bei den physischen Erkrankungen ist es genauso, wie man es erwartet. Die Jüngeren sind am wenigsten krank und die Ältesten sind am kränksten. Das ist eben genau das, was man erwartet. Bei den psychischen Erkrankungen ist es so, dass die ganz Jungen, also 18 bis 29 sind die Jungen, haben so 10% eine psychische Erkrankung, dann werden es so 30%, ab 30 bis 49 und dann wird es wieder weniger. Das ist das, was die Zahlen sagen. Jetzt sind diese Zahlen natürlich nicht interpretiert. Jetzt muss man sich überlegen, warum wird es im Alter weniger? Liegt es vielleicht daran, dass wir so eine gewisse Altersresilienz bekommen? Also wir sammeln Erfahrungen, wir machen Fehler, stellen fest, passiert gar nichts und werden ein bisschen relaxter. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, haben wir auch eben drüber geredet, alle, die krank sind, verlassen die Branche und sind einfach im Alter gar nicht mehr da. Auch eine Möglichkeit. Oder bedeutet das, dass wir einfach in den älteren Gruppen das Thema mehr tabuisieren und es deswegen den Leuten gar nicht bewusst ist, dass sie eine psychische Erkrankung haben. Also das kann ich jetzt nicht sagen, weil ich kann nur sagen, was die Zahlen sagen. Aber fand ich noch interessant, weil eben gerade bei den psychischen Erkrankungen es eben so unklar ist und bei den physischen Erkrankungen ist es eben einfach so eine gerade Linie, wird immer mehr mit dem Alter, ja, wie man es erwartet. Du bist ja jetzt eher in der, ich sag mal, nicht so Touring-orientierten Sparte des Event-Business unterwegs. Wenn du die beiden jetzt so sich austauschen hörst, was denkst du denn zum Beispiel zum Entwurf von Max? Also ist das tragfähig? Kann man das so machen? Na klar kann man das so machen. Also ich habe mir da eben, als ihr so hin und her euch den Ball zugespielt habt, habe ich auch gedacht, das ist so interessant, weil Leute, die schon länger in der Branche sind ja in die Branche gekommen, als die Branche noch gar nicht so war, wie sie jetzt ist. Anarchie pur früher. Eben. Und ich meine, das ist ja auch eine ganz andere Herangehensweise, wenn man in so eine Branche hineinwächst, während die Branche selber noch wächst. Während die Leute, die heute jetzt die Ausbildung machen oder das studieren, die kommen in eine Industrie rein, die ist schon am Rennen. Und da muss man irgendwie mit Schritt halten. Und ich glaube, das kann man vielleicht, also nicht so nachvollziehen, wenn man das anders erlebt hat. Also ich habe es ja auch anders erlebt. Ich bin ja auch seit 99 in der Branche, da war das alles noch jugendforscht. Aber jetzt kommt man halt an und dann wird erwartet, dass das spielt und dann wird erwartet, dass das perfekt spielt und dass das on time ist und so weiter und so weiter. Ich glaube, es ist einfach nicht wirklich vergleichbar. Meine Meinung. Was denkt ihr dazu? Also drüber? Da würde ich mitgehen. Also ich bin da auch. Wenn wir früher haben halt ganz viel gebastelt. Also wir durften Fehler machen, was glaube ich heute ein Problem ist. Wir konnten experimentieren. Wir konnten auch sagen, das ist in die Hose gegangen. Da hat ja keiner den Kopf abgerissen. Da sind glaube ich heute die Standards andere, weil die Produktionen viel größer werden, viel mehr Kram in der Decke hängt, alles viel technischer geworden ist. Aber wir waren früher halt ein Haufen aus Leuten, die eine Berufung hatten. Also die wollten diesen Job machen und nichts anderes. Es gab keine Ausbildung oder irgendwas in der Richtung.
Und heute lernt man, glaube ich, einen Job. Das ist, glaube ich, eine andere Herangehensweise, einen Beruf zu lernen oder irgendwas zu machen, weil du einfach nur Lust drauf hast. Was sagst du zu dieser feinen Unterscheidung? Lust auf etwas haben und eine Berufung erkennen? Oh, weiß ich nicht. Also, ich weiß gar nicht, ob man da so einen riesen Unterschied, was das angeht, irgendwie Lust auf etwas haben, eine Leidenschaft für irgendwas haben, eine Berufung daraus machen oder darin erkennen für sich. Ich sag mal anders. Also ich bleibe bei meinem, ich habe ein Hobby, was Geld bringt. Ja. Ich habe keinen Beruf gelernt ich habe was gelernt, aber was komplett anderes. Ja. Es ist immer noch das Hobby. Ja, ist es bei mir zu einem großen Stück auch so. Und ich verliere mich da auch in ganz vielen kleinen Kleinigkeiten und kann da stundenlang rumspielen bei mir im Studio. Und es ist alles total toll. Ich weiß nicht, ob man jetzt einen riesen Unterschied irgendwie daraus, weil das war ja deine Frage, ob ich da jetzt einen Unterschied mache, weiß ich nicht. Glaube ich nicht. So, weil irgendwie ist es ja das trotzdem. Ne? Ob das jetzt ein Hobby ist, was mich dazu bringt, oder einfach ich das als meine übelste Leidenschaft erkenne, was mich dazu bringt. Beides ist am Ende die Motivation und das Endresultat, dass wir dann diesen Job machen, aus Bock auf diesen Job und nicht, weil wir alle reich werden wollen, weil das werden wir mit dem Job nicht. Am Ende same. Wie bist du denn oder wie hast du denn reagiert auf diese unterschiedlichen Reaktionen in den sozialen Medien, die ich vorhin schon angesprochen habe? Also Instagram war natürlich toll, nehme ich an. Aber, krass. Aber was hast du mit so Antworten gemacht wie, naja, wenn es dir zu viel wird, dann lass es halt bleiben? Hast du jemals drüber nachgedacht, es bleiben zu lassen? Nö. Vorher schon? Nö, weil ich nicht einsehe, dass ich etwas lassen muss. Also, oder anders gesagt, ich reagiere ganz doll allergisch auf dieses, na, dann bist du vielleicht nicht richtig für den Job. So, weil, warum muss ich mich drehen, um in diesen Job zu passen? Warum kann man nicht Sachen an dem Job oder an der Branche, und wenn es nur ganz kleine Stellrädchen sind, weil große haben wir nicht für das Thema. Wir können die Branche nicht komplett revolutionieren, das funktioniert nicht. Die Branche ist, wie sie ist, aber es gibt ganz kleine Sachen, die man vielleicht auch noch finden muss. Ich habe da auch keine Patentlösung parat, aber es gibt definitiv Stellrädchen, an denen man drehen kann, um es besser zu machen. Kannst du mal ein Beispiel Menschen geben? Das Anbieten von Schulungen zum Beispiel, ganz, ganz simpel gedacht, nicht verpflichtend, vielleicht. Du bist selbstständig, das muss dir keiner anbieten, das müsstest du dir selber organisieren, aus meiner Sicht. Ja, trotzdem muss das ja jemand anbieten, damit ich es mir organisieren kann. Und natürlich ist das dann eine freiwillige Basis, dass ich das als Selbstständiger, was weiß ich, als Produktionsleitung oder so, mir drauf schaffe und sage, okay, das ist jetzt irgendwie Bestandteil meines Jobs, dass ich da irgendwie geschult sein möchte, weil das vielleicht auch ein Alleinstellungsmerkmal für mich als Selbstständiger dann in dem Fall ist. Das ist ja ein Perk, der durchaus wertvoll ist, meiner Meinung nach. So. Aber es ist auch nur ein Beispiel, ne? Also es ist nur eine fixe Idee. Aber sehr guter Punkt, jetzt mal drüber zu sprechen, was man denn ändern könnte an Abläufen. Also ich hatte da mal ein sehr erhellendes Erlebnis, als ich auf einer Reportage war. Habe ein Interview mit dem Lichtdesigner gemacht, der mir da gezeigt hat, wie toll und alles, wunderbar. Ich habe das aufgenommen, dann war die Kamera aus und dann stand ich da so rum und dann kam die Lichtcrew und hat sich dann mal ausgeweint, wie schlimm das ist, dieses Monstrum jeden Tag in die Halle rein und wieder rauszubauen, wo ich mir dachte, interessant, also hat man das denn im Hinterkopf, Toto, wenn man so ein Design macht, dass man sich auch so überlegt, okay, das müssen ja auch Menschen auf und wieder abbauen? Ich schon, weil ich es früher selber mit auf und abgebaut habe. Also das sind so Sachen, die ich nie machen würde, weil ich sage, oder ich bräuchte einen ganz guten Grund dafür, um irgendeinen Blödsinn zu machen. Ich kenne aber auch Kollegen, ohne Namen zu nennen, die das durchaus tun. Also wo Design vor Praktikabilität steht. Und dann ist aber eher die Frage, passt Design zum Budget? Also wären 2 Mann mehr mit auf Natur die Lösung zum Beispiel. Na gut, wobei man dann natürlich immer noch überlegen könnte, wo man das Budget vielleicht woanders einspart. Aber das ist eine Diskussion, die können wir an anderer Stelle führen. Ja, ob die Verteilung zwischen Künstler und Crew stimmt und so weiter und so weiter. Ja, fallen dir denn noch so Stellrädchen ein? Bitte? Fallen dir denn noch so Punkte ein, wo man sagt, ja, da kann man an der Produktion wirklich was ändern? Mal weggehen von diesem, das haben wir schon immer so gemacht und das machen wir immer weiter so, sondern nee, wir könnten ja auch mal was Neues machen.
ich glaube, da sind ganz viele Sachen, wo wir rangehen können. Ich weiß, dass Baby früher Blackbox mal die Idee hatte, lass uns mal das Thema Verpackung überdenken. Wofür brauche ich jeden Tag 4 Helfer, um mir ein Tonpult auf ein anderes Case zu packen? Warum fährt das nicht so im LKW mit? Und ich mache oben so eine Roller da auf. So, 4 Mann gespart. Brauche ich mehr Personal? Ich habe ein bisschen Touring gemacht mit Engländern, die mit Crewgrößen und alles ganz anders rangehen, als wir das in Deutschland tun würden. Da macht sich keiner kaputt. Da wären Reisetage, ist für mich ein Thema von der Bezahlung her. Also warum wird ein Reisetag für einen Freelancer für 50% bezahlt? Nimmt der Festangestellte Urlaub an dem Tag? Keine Ahnung. Also mir fallen ein Haufen Sachen ein. Stresst mich das? Nein. Ja, es war ja aber im Prinzip so, dass der Tenor in den sozialen Netzwerken war, ja, da spricht jemand was an, wir wollen es aber nicht hören. Also wir sehen auch alle irgendwie, okay, da gäbe es Änderungspotenzial, aber nö, ist nicht relevant gerade so. Na, ist es nicht relevant oder ist es schwierig umzusetzen? Also wenn ich sehe, wie Budgets inzwischen wie klein die sind, gerade im kleinen Touring-Bereich, also so die bis 3000er Größe, da sind 2 Mann mehr und der Bus ist voll und du brauchst gegebenenfalls einen zweiten Bus und so weiter und so weiter. Nicht finanziell abbildbar. Also musst du entweder gucken, dass du die Produktion kleiner kriegst, den Anspruch hat, aber leider keiner, der da mitfährt. Und dann kannst du für dich entscheiden, habe ich da Lust drauf oder habe ich da nicht Lust drauf. Also in meinem Fall zum Beispiel, ich würde nie wieder eine Sprinter-Tour fahren. Es gab eine Tour von Mumford & Sons, habe ich neulich erst gelesen. Die haben tatsächlich erst nach der Bekanntgabe der Tourdaten gemerkt, dass die nur unter großem Verschleiß von Mensch und Material diese Tour einhalten können und haben dann tatsächlich auch wieder Shows gecancelt und den Fans gesagt, hey, sorry, unsere Crew, da haben wir nur noch die Hälfte übrig, wenn wir das so durchziehen und wir machen das. Ist aber ein lobenswerter Ausnahme. Heißt für den Künstler auf Geld zu verzichten, was damals mit Plattenverkäufen vermutlich noch nicht mal so ein Thema war. Heute haben die keine anderen Einnahmen mehr. Ja gut, aber ist es denn irgendwie, kann man denn sagen, ja, das funktioniert so, aber nur, wenn sich jemand dabei aufarbeitet? Love it or leave it, sagen die Engländer. Ja, da sind wir wieder beim Thema. Love it or leave it. Ja, aber weiß ich nicht. Also Geschäftsmodelle, die nur funktionieren unter dem Risiko, dass Menschen Schaden nehmen. Und da sind wir ja auch wieder bei dem Punkt. Das ist wahrscheinlich auch, also korrigiert mich, so eine Besonderheit dieser Branche, dass da halt einfach noch ganz viel Risiko und Gefahrenpotenzial vorhanden ist, das in anderen Umfeldern schon längst ausgemerzt worden ist, weil die Berufsgenossenschaft kommt und sagt, wie, ihr schickt hier jeden Tag Rigger ins Dach, die da Motoren hängen. Baut doch einmal ein Mother Grid ein und dann ist Ruhe und wir haben wahnsinnig viel Gefahrenpotenzial eliminiert. Aber wir haben halt diesen riesigen Anteil an Selbstständigen in der Branche. Da muss jeder für sich selber entscheiden, ob er den Job machen möchte oder nicht. Also das gehört zum Selbstständigkeit dazu. Ja. Ja, also wir haben ja Gesetze. Also wir haben ja Arbeitsgesetze, die in Deutschland 8 Stunden, maximal 9 Stunden vorschreiben. In der Schweiz sind 8,5 Stunden. Wir arbeiten aber standardmäßig 10. Und ich erinnere mich noch an Zeiten, wo wir standardmäßig 12 Stunden gearbeitet haben und irgendwie hat die Branche es geschafft, von 12 Stunden auf 10 Stunden zu kommen, ohne dass jemand dabei irgendwie bankrott gegangen ist. Und ich frage mich, warum schaffen wir es nicht, von den 10 Stunden auf die 9 oder auf die 8,5 Stunden runterzukommen, kollektiv? Weil im Moment ist es so, jeder sagt, ja, ich kann das nicht machen, weil dann ist die Konkurrenz günstiger, weil die arbeiten 10 Stunden für den gleichen Tagessatz. Also irgendwie muss es ja möglich sein, als Branche sich den gesetzlichen Gegebenheiten anzupassen. Und ich meine, klar ist es ein Problem, dass wir mit so vielen Selbstständigen halt jede Menge Leute haben, die sagen, ja, ich arbeite aber 7 Tage die Woche und keiner kontrolliert mich und dann hat man halt wieder den gleichen Salat. Aber zumindest von der Planung her, denke ich mal, dass man es so plant, dass man eben die 8 oder 9 Stunden plant und die 5 Tage die Woche, maximal 6 Tage plant. Müsste eigentlich möglich sein, aber wie? Keine Ahnung. Naja, im Zweifel wahrscheinlich auch einfach nur über Manpower. So, ne? Also wir hatten, glaube ich, auch im Vorgespräch so mal den Vergleich bei lokalen Produktionen, die man so betreut. Es gibt mittlerweile mehrere Läden, für die ich auch relativ regelmäßig arbeite, wo es halt strikt ist, dass wenn eine Produktion über, weiß nicht, 10 Stunden geht als Beispiel, da sind wir aber wieder bei den 10 Stunden, was eigentlich schon wieder ein Riesenproblem ist, so, wenn man es mal ernst nimmt. Ne? Eigentlich müsste man ab 8 Stunden einen Strich machen oder 8,5.
dann muss das entsprechend teuer werden, damit es der Produktion an sich so sehr wehtut, dass sie das alles so eindampfen, dass es eben maximal 10 Stunden sind und nicht 12, 14 oder mehr. So, und dann gibt es halt 2 Varianten. Entweder ist es dann der doppelte Tagessatz und du hast Oder aber... Schichtarbeit. Oder, ja, Schichtarbeit will halt keiner bei uns in der Branche, glaube ich. So. Deswegen sind wir ja alle selbstständig, damit wir alle 18 Stunden arbeiten können. Genau, also entweder habe ich dann jemanden, der halt für 2 vollbezahlte Tagessätze da ist, der dann die 12 Stunden macht und halt ab der 8. Stunde einfach ein bisschen durch ist auch, weil der dann einfach vielleicht mal müde wird nach 8 Stunden arbeiten. Oder ich bezahle einen für 8 Stunden und danach kommt ein neuer für 8 Stunden oder eine neue für 8 Stunden, so, die dann halt frisch ist. Und dann macht die vielleicht auch nicht die ganzen 8 Stunden. So. Und dann, vielleicht ist das auch ein Beispiel. Na, dass man vielleicht einfach mit Zahlen jonglieren muss. Klar, da sind wir wieder beim Thema Budget. So, Produktionen wollen alle kein Geld ausgeben, haben teilweise auch einfach nicht das Geld. Dann muss man dafür sorgen, dass es ins Budget passt. So, und das kann man nicht immer auf dem Rücken der Leute austragen, finde ich. Ich denke, am Ende wird es immer auf eine Budgetfrage rauslaufen. Absolut. Also es ist jetzt so, die Leute, die nachkommen, die fragen sich, ob sie da noch Bock drauf haben, irgendwie so lange zu arbeiten. Wir haben Nachwuchskräftemangel. Ja, und dann werden irgendwann die Arbeitsbedingungen so angepasst werden müssen, dass die neuen Leute in die Branche kommen. Ansonsten haben wir einfach keine Leute mehr. Also irgendwann wird das wahrscheinlich so passieren. Aber schaffen wir damit ein Touring ab? Ist ein Touring unter den Möglichkeiten machbar? Also nehmen wir mal nur diese 11 Stunden Ruhezeit, die wir einhalten müssten. Eigentlich nicht verhandelbar. Funktioniert nicht, ne? Ja. Damit kannst du Touring eigentlich schon einstapfen. Naja gut, also ich denke, es ist halt tatsächlich wieder eine Geldfrage. Da musst du halt 2 Leute mitnehmen, einer schläft, einer arbeitet. Und wenn sich die Kosten dann verdoppeln, damit alle halbwegs gesund da durchkommen, dann ist es halt so. Aber klar, dann kann man sich natürlich fragen, welche Band kann sich dann eine Tour noch leisten? Weil die soll ja eigentlich die nicht mehr vorhandenen Erlöse durch Platten ausgleichen. Aber auch da stelle ich dann die Frage, ja, aber für wen, wer hat denn überhaupt dann noch ein Interesse, eine Tour durchzuführen, wenn die Band nichts verdient, die Crew geht kaputt und das Publikum meckert über zu hohe Ticketpreise? Also das ist ja dann, warum findet das dann überhaupt noch statt? So, ja? Ja, unterm Strich, die Band verdient schon. Also ich habe halt bei vielen, ich weiß nicht, ob das so eine Alt-Punk-Einstellung ist, wir haben ja immer, der arme Künstler verdient kein Geld. Wenn ich die Verteilung sehe auf einer Tour inzwischen, wo, keine Ahnung, 50% an Künstler geht und 50% in Produktion und Crew, dann stimmt dieses Verhältnis nicht. Da ist so ein Thema, wo wir ran müssen. Das heißt aber auch, dass wir uns überlegen müssen, Netflix und alles abzuschaffen, damit die wieder Platten verkaufen. Und wir sind natürlich wieder am Punkt der Einigkeit der Branche. Ich meine, jetzt haben wir hier noch gar nicht den Konflikt der Gewerke Licht gegen Ton aufgemacht. Wer kriegt hier den großen Kuchen vom schon geringen Restbudget ab? Ja, das ist auch ein anderes Thema fürs nächste Jahr vielleicht. Aber jetzt verliere ich kurz den Faden. Und bitte. Budget? Budget. Ja, ich bin jetzt total raus. Sorry. Macht ja nichts, wir können ja Fragen zulassen. Ja, das ist jetzt der Punkt, wo wir auch kurz vor Ende sind. Gibt es denn Fragen, Anmerkungen am Publikum? Wir lassen hier ein Mikrofon rumgeben. Da vorne sehe ich einen Herrn. Könnte dem jemand mal ein Mikrofon reichen, bitte? Kommt von hinten. Oh, und es gibt Licht. Vielen Dank. Moin. Hallo, genau. Ich bin Timo. Wir kennen uns zum Teil. Das ist, ich glaube, mein Hirn hat so ein kleines Tourette entwickelt, dass jedes Mal, wenn jemand sagt, da haben wir kein Budget für, macht mein Hirn bei gegebener Gewinnerwartung. Weil wenn wir uns angucken, so Touren ist ja, wir gucken den Künstlern, aber wenn wir weiter vorne die Kette angucken, Eventim, also es sind alles gewinnorientierte Unternehmen, die alle Marge machen. Gut, wie hoch die dann ist, sind es 2%, sind es 30, 40%, sehr unterschiedlich in der Kette, aber alle verdienen Geld. Nur am Schluss ist, für die Crew ist halt nichts mehr da, können wir nichts machen. Die lässt es aber auch freilich freudig mit sich machen, das ist genau, der 100%. Punkt. Und was ich meine, ist so dieses, wenn der Diesel teurer wird, dann argumentiert niemand mit den Ölstaaten darüber. Das ist so, Punkt. Diesel ist teurer, Nightliner ist teurer, Punkt. Finden wir blöd, ist aber so. Und weil wir niemanden haben, der sagt, guck mal, das kostet jetzt mehr, Punkt.
So, das ist halt das Problem. Wir sind da strukturell einfach sehr benachteiligt. Und ich glaube, wir müssen halt, Toto, wie du sagst, wegkommen von diesem, ja, es verdient ja keiner Geld. Das stimmt ja nicht. Es machen ja alle Marge. Und wenn man sagt, hey, wäre es nicht cool, wenn wir alle davon leben können und dann die Marge aufteilen? Ich weiß, ist utopisch, aber es ist viel zu Geld zu holen in der ganzen Kette. Nur die Leute zahlen nur das, was sie müssen. Und solange nicht jemand sagt, du musst das zahlen, wird auch niemand freiwillig auf die Idee kommen, na komm, weil du so einen guten Job machst, kriegst du jetzt mehr Geld. Das würde aber damit anfangen, dass, ich sag mal, ein junger Selbstständiger, der aus der Ausbildung kommt, der macht 3 Jahre die Ausbildung, der meldet für 17 € ein Gewerbe an, der ist selbstständig, der hat keinen blassen Schimmer davon, wie er das ganzen Kram kalkulieren muss, wie viel er an die Seite legen muss, um irgendwann mal Rente, Krankenkasse, den ganzen Quatsch zu machen. Für den sind 350 € ein beschissener Tagessatz am Tag, aber weit mehr, als der in der Ausbildung gekriegt hat. Das ist erstmal der Riesenreichtum. Und dann hochzukommen, wird das Problem werden. Also die Frage ist, musst du in dieser Ausbildung, wo die meisten herkommen, das Thema mal zum Thema machen? Muss man das in so einer Produktion zum Thema machen, wenn der FOH-Kollege sieht, da kommt wieder die nächste junge Bande und also ich habe Glück gehabt, bin sehr früh von einem Kollegen beiseite genommen worden und gesagt, so, mein Lieber, das ist das, was du schon kannst, das ist es wert und das rufst du jetzt bitte auf. So. Muss es die Produktion machen? Also ich diskutiere auch nicht mit meinem Bäcker, wie teuer der sein Brötchen verkauft. Nee, ich meine so menschlich dann die Senior-Positionen dann sagen, so dieses, also es ist ja noch so ein anderes Ding, dass wir kein Mentoring in der Branche richtig haben, dass man Leute mal mitnimmt und sagt so, hey, guck mal, ich zeig dir jetzt mal was. Das passiert informell an vielen Ecken, aber es gibt ja keine Struktur, weil in den älteren Semestern ich ziehe mir ja nicht meine eigene Konkurrenz irgendwie her. In den jüngeren Semestern sehe ich das viel weniger, da ist viel mehr Kollegen, aber ja. Also an der Stelle möchte ich noch mal kurz auf den EStV verweisen, weil ich weiß, dass die auch über Tagessätze diskutieren und das finde ich auch großartig, dass Leute sich da eben absprechen und sagen, was für angemessene Tagessätze es geben sollte, damit man davon ordentlich leben kann. Und ich erlebe das nicht so. Also ich erlebe schon eher so eine Welt, wo wir uns austauschen und wo wir nicht unsere Konkurrenz heranziehen, sondern unser Wissen teilen. Also beim EStV ist ein Beispiel, aber auch bei Crewcall habe ich gesehen. Also sie sind super darin, ihr Wissen zu teilen oder auch Women in Live Music, da gibt es auch Mentoring-Programme, ist natürlich jetzt nur für Frauen, aber trotzdem, ich glaube, es gibt es schon, es ist vielleicht nicht so leicht zu finden wie in anderen Branchen, aber wenn man genau hinguckt, denke ich, kann man da schon was finden. Aber wird wirklich offen über Geld gesprochen? Tagessatz ist doch nach wie vor ein Tabuthema in dieser Also Branche. beim EStV gibt es solche Gruppen, wo darüber diskutiert wird, wo dann auch wirklich mal gerechnet wird. Was man gern hätte oder was man wirklich verdient? Nee, was man verlangen sollte, um davon gut leben zu können. Genau. Aber da sind wir wieder an dem Punkt, dass es, glaube ich, sehr auf den Persönlichen ankommt, auf den Einzelnen, wie er sich verkaufen kann. Und da kann man entweder auch sagen, verkauf dich oder lass es bleiben. Also verkauf dich zum richtigen Preis oder lass es bleiben. Ich wollte noch mal ganz kurz in die Runde fragen, gibt es noch jemanden, der sich beteiligen möchte, damit wir jetzt hier nicht alles abwürgen? Ja, da gibt es noch eine Meldung. Hallo. Hallo, ich bin Stella. Ja, ist auch gar keine Frage, aber ich glaube, am Ende ist es ja sowieso alles ein Thema der Sensibilisierung, dass man halt eben Themen mit, okay, also so in die Ausbildung oder ins Studium, das halt einfach versucht schon mit reinzunehmen, zum einen, was Tagessätze angeht, aber eben halt auch mentale Gesundheit. Und ich fand es auch sehr interessant, wo der Ball zugespielt wurde, dass man dann sagt, ja, ist das nicht ein Privileg, sich die Jobs aussuchen zu dürfen? Aber es soll ja kein Privileg sein, seine mentale Gesundheit irgendwie zu wählen. Das soll ja das Bare Minimum sein. Und dass man halt diese Sachen einfach direkt versucht, in der Ausbildung, im Studium schon mal mit rein zu thematisieren, das wäre ja dann vielleicht auch schon mal ein Ansatz, dass es ein bisschen weitergeht. Übelst guter Punkt, auf jeden Fall. Ja. Ich kann da auch noch kurz zu feedbacken. Ich unterrichte Eventmanagement in Berlin an der Hochschule und ich habe das Thema mentale Gesundheit immer
im Kurs, im Programm. Und ich bin jedes Mal total erstaunt, wie gut informiert die Leute heute sind, die jungen Leute, 1000-mal besser informiert, als ich damals war. Jeder ist total aware, jeder weiß, was eine Depression ist, jeder kennt die ersten Anzeichen, jeder weiß, wohin er sich wenden muss, wenn irgendwas passiert, wo ich mir echt denke, boah, wenn mir das mal jemand gesagt hätte damals, dann wäre mir einiges erspart geblieben. Also ich glaube, da sind wir schon auf einem echt guten Weg. Sonst noch jemand aus dem Publikum? Gut, okay. Vielen Dank und wir sind dann jetzt schon am Ende unserer kleinen Diskussion angelangt. Fast. Wir wollen ja praktisch auch nicht der anwesenden Crew hier die Überstunden aufdrücken, damit die pünktlich nach Hause kommen. Was nehmt ihr denn jetzt mit für euch? Also es war ja hier so ein bisschen kontrovers aufgezogen. Jetzt können wir den Schleier ja lüften. Was nimmst du mit heute, Max? Ich glaube einfach, dass ich weiß gar nicht, ob ich so viel wirklich mitnehme, in dem Sinne, wie du es wahrscheinlich meinst. Ich gehe aber, glaube ich, mit einem guten Gefühl raus, dass dieses Thema mal auf einer Bühne gelandet ist. Und ganz, ganz viele Extrapunkte, die irgendwie um dieses Thema in dieser Branche drumherum schweben, mal laut ausgesprochen wurden. Und nicht nur, ja, naja, dann müssen wir halt mal alle irgendwie ein bisschen mehr Geld verdienen, aber das kriegt man nicht, ja, schade, machen wir trotzdem weiter. So, sondern dass halt einfach mal das ausgesprochen wird, was da alles dazu gehört. Weil das ist nicht ein kleines Thema, das ist ein Riesenkomplex. Und es ist nicht schwarz-weiß, ich bin gesund oder ich bin depressiv, sondern es sind unfassbar viele Facetten dazwischen. Wir haben noch nicht mal über irgendwie funktionale Depressionen gesprochen, was wir im Vorgespräch hatten, so, was auch das Ganze noch mal eine Stunde länger ziehen könnte wahrscheinlich. Ja, ich gehe einfach nur mit einem guten Gefühl raus, dass wir einfach sehr viel angesprochen haben, was hoffentlich viele Leute auch mitnehmen können und selber nochmal drüber nachdenken. Toto, wie sieht es bei dir aus? Haben wir bei dir ein bisschen was angeregt? Ich musste ja nichts anregen, in dem Sinne. Ich finde es interessant zu hören. Ich sehe aber keine Lösung, was wir ändern können. Also auch also nicht mal so von Ideen her, wo wir jetzt was anpacken müssten, um die auch in der Praxis Sachen ändern zu können. Also bleiben wir mal beim Touring, keine Ahnung. Immer noch nicht. Also Kleinigkeiten. Also so hier praktisch. Ja, also es ist ja alles mit bisschen mehr Geld ausgeben verbunden. Könnte sich doch aber nach hinten raus durchaus rentieren, wenn man den Fachkräftemangel, was wieder ein eigenes Thema wäre, jetzt noch mit anführt. Wenn dann irgendwann nur noch die Harten in den Garten kommen, dann verwildert der vielleicht irgendwann. Ja, Ja, aber siehst du, dass wir das Geld irgendwo herkriegen? ja, von den Künstlern müssen wir es uns holen. Von den Reichen oder von den Künstlern? Von den Was ja Reichen. dann im Idealfall ein und dieselbe Person ist, dann müssen wir nur einmal los. Naja, viele Künstler sind nicht reich. Also bleiben wir davon mal ab. Also die ganzen kleinen Aufkommen sind nicht reich. Die sind froh, wenn sie eine Tour finanziert kriegen. Dann holen wir es von Eventim. Ja, aber Das ist eher der Punkt, wo man angreifen müsste. Fakt. Eventim. Ja, Okay. enteignen. Ja, Susanne, wie sieht's, was denkst du jetzt nach der Dreiviertelstunde? Also ich rede ja jetzt schon seit 3 Jahren über Stress, immer wieder. Und ich finde es total cool, dass das Thema immer mehr besprochen wird. Dass es eigentlich jetzt inzwischen auf fast jeder Messe immer wieder ein Thema ist, Mental Health. Es gibt dieses wunderbare Buch Touring and Mental Health, wer das nicht kennt, unbedingt lesen. Dass so viele Leute gekommen sind, dass es Fragen gegeben hat, coole Fragen auch. Das finde ich einfach super. Das ist mein Herzensthema und es begeistert mich, dass das endlich mal besprochen wird. Danke. Ja, keine Ursache. Dann sag ich an euch vielen Dank fürs Erscheinen. Toto Bröcking, Susanne Otter, Max Geisenheiner. Ich sage vielen Dank an euch alle fürs Kommen. Markus Wimsmann. Mitdiskutieren. Mein Name ist Markus Wilmsmann. The one and only. Danke auch an die Crew, die uns hier so sicher über die Bühne geleitet hat. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend in Hamburg und auf der Lied. Auf Wiedersehen. Danke.